Herzlich willkommen zur ersten Nacht-Immobilientour auf unserem Kanal im Format zu Gast. Wir zeigen euch heute eine Penthouse-Wohnung von Lifestyle Properties, die zur Vermarktung steht, und um 8,5 Millionen Euro bekommt man hier 328 Quadratmeter Wohnfläche im ersten Bezirk von Wien mit ca. 45 Quadratmeter Terrassenfläche, mit 3 Schlafzimmern, mit 4 Bädern, mit 5 WCs, mit einem beheizten Rooftop-Pool auf der Dachterrasse und ein Garagenstellplatz. Try to catch me howling at the moon. Try to catch me howling at the moon. Try to catch me howling at the moon. Ich darf euch begrüßen in der Wohnung. Zuallererst, das ist hier die Eingangstür. Wie ihr sehen könnt, im Türblatt ist hier ein LED-Streifen eingebaut worden mit Milchglas. Zieht sich hier hoch, kann natürlich auch von Farbe her gewechselt werden, aber ein sehr spezielles Feature. Und vis-à-vis davon steht ihr jetzt im Haustechnikraum. Grundsätzlich wird diese Wohnung mit einer Fußbodenheizung beheizt. Die ist unter diesem schönen Eichendielenboden, zieht sich durch alle Wohnetagen durch und mit einer Deckenkühlung. Ist es sehr wichtig, vor allem in einer Wohnung im obersten Stockwerk, wo auch so ein Ausmaß an Dachfenstern angebracht worden ist, wie auch hier. Dementsprechend eine Deckenkühlung. Die Wohnung ist wieder nicht eingerichtet, das heißt, ihr müsst ein bisschen mehr Vorstellungsvermögen hier reinbringen, um euch das wirklich mit Möbeln vorzustellen. Aber was extrem hilft, sind die Bilder in der Wohnung. Es wird nämlich hier zukünftig eine Vernissage stattfinden von Niki Schana. Es ist ein aufstrebender Künstler, der ist nur 16 Jahre alt, müsst ihr euch vorstellen. Wenn man dann sich hier ein bisschen weiter bewegt, seht ihr hier das Stiegenhaus. Verbindet hier die beiden Etagen, ist die obligatorische Möglichkeit hier hochzukommen, zusätzlich zum Aufzug. Die Treppe zeichnet sich aus, vor allem auch hier durch das eingesetzte Glas. Wie ihr sehen könnt, das ist gebogen, eingesetzt in eine Edelstahlfassung, Hochglanz, und dazwischen die einzelnen Stufen jeweils in Eiche ausgeführt. Die Alternative dazu ist hier zu eurer rechten Seite. Das ist hier nämlich der Eingang in den Lift, der dann über alle Etagen verbindet, bis hoch zur Dachterrasse. Und wenn man dann hier die zweite Tür nimmt quasi, steht man, wenn man diese Schiebetür beiseite schiebt, schon im Ankleideraum des Master Bedrooms. Ein paar Bilder könnt ihr auch hier gut sehen und dass es unglaublich groß auch ist. Wir haben hier gut und gerne Platz für 2 riesengroße Einbauschränke, also genug Platz für sie, für ihn, je nachdem, wie man es gestalten möchte. Und dann hat man hier noch das Schiebeelement aus Glas, mit satiniertem Glas, das hier den Übergang bildet. Und dann stehen wir hier im Master Bedroom. Man kann jetzt mittlerweile schon ein bisschen erkennen, und zwar die Skyline von Wien. Man kann hier nur mehr die Dächer sehen, den Kontrast zum blauen Himmel dahinter, der mittlerweile sich schwarz färbt. Und hinter mir seht ihr die bis zur Decke gestaltete Fixverglasung mit dieser Tür, die dann einen hier rein in das Badezimmer verbindet. Könnt ihr gut sehen, wieder mit den Feinsteinfliesen in unglaublich großen Dimensionen. Dahinter wieder von Villeroy und Boch, auch die Badewanne hier daneben. Und ansonsten ist das hier alles von Dornbracht. Also wirklich das Beste vom Besten. Ihr habt es wahrscheinlich in der anderen Wohnung auch schon gesehen. Link, wie gesagt, ist sonst hier oben oder hier oben. Ist nämlich genau identisch gemacht wie auch drüben. Rechts daneben ist hier die Dusche und links daneben ist hier das Wasserklosett. Ist auch gleich wie auch bei den anderen Schlafzimmern. Wenn ihr das Video vom letzten Mal schon gesehen habt, dann habt ihr auch dieses Feature schon gesehen. Hier könnt ihr einen 7,5 Meter hohen, aus Stein gefertigten Brunnen sehen, der hier quasi wirklich von der Decke der 2. Etage das Wasser hier runterrinnen lässt, und zwar in
den Eingangsbereich in den Schlafgeschoss. Stellt euch vor, ihr sitzt vor einem Teich oder so, wie entspannend das auch sein kann. Und hier dann in dem Fall das die ganze Zeit in der eigenen Wohnung. Was will man mehr? Und hier seht ihr auch schon die Aufteilung wirklich auf mehrere Etagen. Hier beginnt nämlich die Galerie, das Glas zieht sich rüber. Hier haben wir das Tages-WC, Abstellmöglichkeit direkt daneben und hier auch den Ausgang, und zwar von dem Lift, den unten angesprochenen, hier raus. Dann wäre man schon hier auf der Wohnetage. Das ist nochmal die Fortführung der Treppe hoch zur Galerie, da kommen wir gleich hin. Aber ich muss schon sagen, das ist ein unglaublicher Blick, wenn man hier rausschaut, mit der Dachformation, einfach nur sensationell. Wir haben hier die doppelte Raumhöhe, gleichzeitig seht ihr hier schon die Fenster in Anthrazit gehalten, die wirklich bis zur Decke hochgehen, eine unglaubliche Fläche einnehmen, an der Stelle dann sich oben auch noch fortführen, auch hinter euch. Aber wenn ihr ein bisschen zu mir herkommt, das ist nämlich hier der Bereich, wo quasi die Küche untergebracht werden würde. Das heißt, stellt euch hier mal die Küchenzeile vor, hier den Küchenblock und dann diesen sensationellen Ausblick hier auf den Essbereich oder auf den Wohnbereich, wie ihr es dann nennen wollt, wie man es einrichten will. Denn es gibt grundsätzlich zwei Unterteilungen. Hier die Küche, dann haben wir hier den zweiten großen Bereich, könnte entweder das Wohnzimmer sein oder wie hier der Essbereich. Wie gesagt, es ist grundsätzlich nicht eingerichtet. Jetzt in dem Fall steht halt ein Tisch, ein paar Stühle, damit man sich ein bisschen was vorstellen kann. Und von hier hat man einen Blick auf den Raumtrenner. Wir haben hier wieder den Kamin, den ihr auch schon in der letzten Wohnung gesehen habt. Es ist genau die gleiche Version davon, nur in dem Fall mit anderen Fliesen. Und der ist einsehbar von drei Seiten. Erstens mal von hier, von der Längsseite und auch von diesem kleinen Areal dahinter. Von hier hat man auch wieder den Durchblick raus auf das Stiegenhaus und den Bereich, wo ich quasi rausgekommen bin und wieder auf die Galerie. Das kann dann entweder hier der Essbereich sein oder natürlich der Wohnbereich. Es wird sich ein bisschen anbieten, dass man hier den Wohnbereich macht, weil hier dahinter, hinter diesem Gemälde, ist der Anschluss für eine zusätzliche Bar. Also ideal, um hier dann direkt die Couch aufzustellen. Kleines Bar-Setup, den Esstisch daneben mit dem Blick raus und ihr seht ja wieder, die Glasformation zieht sich durch. Also das gesamte Stockwerk an der Stelle ist hier maßgeblich von der Glasformation bestimmt worden. Es sind hier, nur hier auf der Ebene, 4 Fenster, die jeweils 2,50 Meter breit sind, die sich elektrisch öffnen lassen. Jeweils stehen sie dann quasi horizontal raus und man fühlt sich, wie wenn die gesamte Etage eine Terrasse wäre. Und zusätzlich dazu haben wir dann hier nochmal die Galerie von oben runter. Wenn wir nämlich hier weitergehen, die Stiege entlang, dann steht man auf diesem exponierten Plätzchen, das geschaffen worden ist nochmal. Ihr seht hier den Übergang von der Treppe. Man geht hier wieder hoch, schlängelt sich in dem Fall nicht wieder gleichbleibend wie unten in eine Richtung, sondern nochmal dagegen und dann steht man schon oben auf der Galerie. Einfach nur sensationell, gleicher Stil wie unten, eingesetztes Glas wieder in dieser Kurvenformation und dann steht man schon hier. Seht ihr gut hin, wo das Gemälde steht, dahinter auch nochmal die Abgrenzung angeschnitten unten. Auch die Glasformation außen zieht sich hier rüber bis zu diesem zusätzlichen 2,5 Meter breiten Fenster, das sich hier elektrisch raus dann öffnen lässt. Dann ist es wie ein Dach und dann sieht man hier raus auf Wien bei Nacht. Liebe Leute, das ist einfach nur sensationell. Das da in der Ferne ist der Stephansdom, wie auch 365 Tage im Jahr, wunderschön beleuchtet. Wien ist einfach eine Großstadt, die lebt eben auch bei Nacht. Das alles rundet natürlich Wien ab und auch hier den Platz, den man hier genießt. Ich würde sagen, wir setzen aber hier nochmal den Kirschkuchen, quasi die Kirsche auf und gehen auf die Dachterrasse. Entscheidet man sich beim Stiegenhaus für die Glastür, dann kommt man raus zu einer Wendeltreppe, die führt dann hier hoch und zwar auf die Dachterrasse. Ihr seht hier links und rechts neben mir schon das satinierte Glas hier indirekt beleuchtet, direkt am Handlauf und das ist hier der erste kleine Bereich, wo man quasi schon mal hier seine Privatsphäre hat. Der Lift geht zu eurer Linken hoch und das hier ist die Infinity Edge Kante
des Pools dahinter. Wir haben hier ungefähr 10 Quadratmeter, der ist in dem Fall ausgelassen, aber wir waren das letzte Mal bei der anderen Wohnung, da können wir euch ein paar Clips hier reinschmeißen, wie der zum Beispiel dann ausschaut, wenn er eingelassen ist. Diese Treppe hier verbindet einen dann noch hoch und dann steht man auf dem oberen Teil der Dachterrasse. Einen 360-Grad-Blick haben wir hier. Der Stephansdom in seiner vollen Blüte. Wunderbar beleuchtet und eine sensationelle Wohnung, wie wir zumindest finden. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr die anderen Wohnungen auch gern sehen möchtet, klickt einfach hier oder hier und ansonsten sehen wir uns wieder kommenden Sonntag um 10 Uhr auf dem Kanal. Bis dahin, macht's es gut und Servus.